Willkommen bei Material Monday. Heute geht es um die Begriffe biologisch abbaubare und recycelte Materialien. Mein Name ist Jessica Bulling und ich wünsche euch viel Spaß. Biologisch abbaubar sind Materialien, die sich innerhalb eines festgelegten Zeitraums und unter definierten Bedingungen wie etwa Temperatur, Feuchtigkeit oder Sauerstoffverfügbarkeit durch die Wirkung von Mikroorganismen in Wasser, CO2 und Biomasse zersetzen. Achtung! Biologisch abbaubare Materialien sind nicht nur Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen. Es können auch aus fossilen Rohstoffen biologisch abbaubare Materialien generiert werden. Man kennt dies zum Beispiel vom Material eines Müllsacks. Was sind Herausforderungen und Chancen bei der Verwendung von biologisch abbaubaren Materialien? Ganz wichtig ist es natürlich, dass wir biologisch abbaubare Materialien auf der Basis von nachwachsenden Rohstoffen verwenden und nicht auf Basis fossiler Rohstoffe. Im Hinblick auf soziale Aspekte ist es natürlich wichtig, dass wir etwa kein Landgrabbing betreiben oder dass wir keine biologisch abbaubaren Materialien verwenden, die in Konkurrenz zu Nahrungsmitteln stehen. Also das heißt, dass wir keinen Mais verwenden bei Materialien. Zum Beispiel wird PLA aus Maisstärke gewonnen. Durch den Einsatz von biologisch abbaubaren Materialien besteht die Chance, den ökologischen Fußabdruck des Produktes zu senken. Darüber hinaus ist es unter ökologischen Aspekten am besten, wenn wir ein Material so oft wie möglich nutzen, also dass es mehrere Produktlebenszyklen durchläuft. Und so fordert uns etwa das Umweltbundesamt auf, uns zu überlegen, wie wir denn eine Mehrfachnutzung ermöglichen können. Eine weitere Chance ist es für uns Designschaffende, neue Materialien zu generieren. Bei einem aktuellen Forschungsprojekt etwa wird untersucht, wie man die Rinde weiterverwenden kann, die bei der Holzproduktion anfällt. Als Designschaffende ist es wichtig zu überlegen, wo macht denn der Einsatz von biologisch abbaubaren Materialien Sinn? Ist es wirklich so, dass wir das eher bei kurz- oder mittel- oder langlebigen Produkten verwenden sollten? Meistens wird ja ein biologisch abbaubares Material als Ersatz für ein bestehendes Material verwendet. Und hier muss ich überlegen, welche Funktion hat mein bestehendes Material und welche Anforderungen muss das biologisch abbaubare Material jetzt erfüllen? Ja, und dann ergibt sich zu guter Letzt auch die großartige Chance für uns Designschaffende, uns zu überlegen, wie wir denn diese Materialien attraktiv für den Nutzenden machen können. Recycelte Materialien sind Materialien, die von einem gebrauchten und entsorgten Produkt aufbereitet und wiederverwendet werden und in einen neuen Produktzyklus integriert werden. Das heißt, es ist natürlich aus ökologischer Sicht viel besser, als immer neue Materialien zu verwenden. Einige Beispiele hierfür sind etwa Holz, das zu Pressspan verarbeitet wird, oder Papier, aber auch Glas, Textilien oder Kunststoffe werden recycelt. Wichtig zu wissen ist, dass die funktionalen Qualitäten eines Materials beim Recyclingvorgang abnehmen. Das heißt, so kann ich zum Beispiel einen Kunststoff meistens nicht 1:1 durch einen recycelten Kunststoff ersetzen. Bei Metallen bleibt meist die Qualität weitgehend gleich. Recycelte Materialien haben eine ganz eigene optische Anmutung und ermöglichen uns Designschaffenden dadurch eine ganz neue Ästhetik. Beispielsweise gibt es ein Material, das aus Lederresten gefertigt wird und es kann dann im Spritzgussverfahren zu neuen Materialien verarbeitet werden. Man hat dann so eine wunderschöne Marmorierung und Strukturierung des Materials. Oder denken wir an Terrazzofliesen. Ich meine, das ist eigentlich nichts Neues, aber ist gerade wieder wahnsinnig im Kommen, dass man das nicht nur im Bodenbelägen, sondern auch für Möbel verwendet. Ich hoffe, ihr seid inspiriert und freue mich auf nächste Woche bei Material Monday mit mir, Jessica Bulling. Danke und tschüss!